Handwerkskunst aus Holzabfall. Aus alten Balken werden neue Möbel. Selbst für uns, die wir jeden Tag damit arbeiten, mit so einem furchtbar alten Material, ist es immer noch jedes Mal was Besonderes. Und man ist natürlich irgendwo auch, ohne das plattreden zu wollen, aber man ist trotzdem ehrfürchtig. Die Schreinerei von Maximilian Ried liegt tief im Schwarzwald, umgeben von Bäumen. Sein Holz holt er aber nicht aus dem Wald, sondern von Abrissbaustellen. Nachhaltig und regional. Max auf der Jagd nach Altholz. Hier hat er ein ganz besonderes Schmuckstück gefunden. Immer imposant. Eine Scheune wird abgerissen. Altes Gebälk in Hülle und Fülle. Eine Fundgrube für den Schreiner. Die ganze Unterkonstruktion, das Fachwerk, die Ständerbauweise, alles Altbestand. Die Stützbalken hier, auf die habe ich es besonders abgesehen, weil die sind auch aus Eiche. Da haben wir im Schwarzwald einfach nicht so viele. Wenn die so gut erhalten sind, ist das Wahnsinn. Also tatsächlich einfach wahnsinnig cool. Es muss auf jeden Fall vor 1900 gebaut worden sein, weil eben damals, dann kamen so die Sägewerke auf den Plan und das ist ja alles noch handgehauenes Gebälk, also vorindustrielles Zeitalter. Also eine 18 muss im Jahrgang auf jeden Fall da stehen. Die Balken sollen möglichst ganz bleiben. Dazu muss der Baggerfahrer genau gebrieft werden. Kriegen wir die Tore vielleicht zuerst raus, dass die gar nicht irgendwie das können wir auf jeden verreißen? Fall probieren, dass wir die Rüstmache kennen. Ja. Und schauen, weil sie halt oben und unten wahrscheinlich wenn inzapft sind oder irgendwie. Ja. Soll ich dir dabei helfen? Oder? Kannst du mal vielleicht schauen, dass es auch für dich dann passt oder so, dass genau nicht kaputt geht. Die können wir halt so als erstes wegmachen und dann fange ich eben von oben halt an. Mit der Sparre runternehmen. Und ja, ich finde es ja gut, dass es einfach wiederverwertet wird heutzutage. Muss nicht alles in den Müll und das sind manche wirklich hochwertige Balken, wo da drin sind. Und ja, das ist gut, dass er die auf jeden Fall verwendet und er wird etwas draus macht und andere Leute Freude macht, ne? Ja. Auch wenn das ziemlich ruppig aussieht, dieser Abriss wird mit Fingerspitzengefühl gemacht. Kannst mir hier. Jawohl. Stopp. Ajo. In der Schreinerei wird das alte Holz zu neuen Möbeln verarbeitet. Werkstatthund Diego schaut, dass alles mit rechten Dingen zugeht. 3 Schreiner und eine Holzarbeiterin schaffen hier. Vor der Schreinerei lagern die Schätze. Zum Teil sind die Balken mehrere 100 Jahre alt. Tief im Holz steckt Metall, der Tod eines jeden Sägeblatts. Melanie Schneider ist die Detektivin für Altmetall. Da ganz schön viele drin. Aber das ist mein Lieblingsgeräusch tatsächlich. Wenn er nichts von sich gibt. Nichts von sich gibt. Die Stille ist das Beste.
Im Holz befinden sich handgeschmiedete Nägel aus vorindustrieller Zeit. Im schlimmsten Fall dauert es Stunden, bis ein einziger Balken entnagelt ist. Also hier sieht man jetzt auch, ich sehe nichts, ich sehe keinen Nagel. Der Metalldetektor hat aber angeschlagen. Also gehe ich mal ins Holz rein und gucke, was da war. Irgendwas muss da in der Nähe sein. In dem Fall mache ich mir zwar die Oberfläche kaputt, aber wenn wir die Schnittware für unsere Schränke brauchen, dann geht es uns ums Innere vom Holz. Kannst du noch mal mit dem Metalldetektor kommen, Melanie? Wo das da sitzt? Ja. Eine Sisyphus-Arbeit. Sorry, da ist nichts, da ist gar nichts. Ja, das kann doch nicht wahr sein. Und guck an, Jackpot, wir haben den Schatz gefunden. Eine gute Schraube. Jawohl, kommt. Leck mich am Arsch. Oh, die war aber auch ganz schön tief, ey. Oh, jawohl, das ist doch ein Riesentrümmer. Jo, gut, dass wir sie gefunden haben. Sind die Balken vollständig entnagelt und von Metall befreit, werden sie aufgesägt. Mit der Bandsäge werden die einzelnen Schichten des Holzes freigelegt. Die Bandsäge ist ein kleines Sägewerk. Jo, eben. Ah, so ein gutes. Also man glaubt halt als gar nicht, was in so einem Balken dann immer noch drin steckt. Richtig schönes Material. Was für schönes Holz in einem alten Balken steckt, ist auch für die Schreiner jedes Mal aufs Neue ein Erlebnis. Das Gästezimmer in diesem Bauernhof soll mit altem Holz wieder neu aussehen. Max Ried soll Möbel und Wandverkleidung aus Altholz bauen, im Schwarzwaldstil. Nicht sehr groß, aber ich denke. Also, ich zeig's dir kurz mal. Jo. Guck mal, wenn wir hier dieses Musterstück jetzt eben daran heben, die Wand wird verkleidet und die Wand wird verkleidet. Die anderen Wände bleiben weiß. Ja. Daran heben und die werden wir drauf schießen. Und dann bleibt auch die Fensterleibung erhalten. Die Wandverkleidung aus handgehacktem Altholz soll dem Zimmer Geschichte einhauchen. Das Schöne ist ja, dass es wirklich überschaubar ist. Also wir kriegen hier mit ganz kleinen Tricks und Kniffen kriegen wir den Raum wirklich schön verwandelt. In der Optik würde ich den Raum machen. Ja. Nichts dunkler, nichts heller. Ich finde, es darf ruhig Charakter haben, weil zu dem Hof passt es. Ich finde es auch immer toll, wenn man das Leben sieht vom Holz, also sprich mit den Nägeln, mit den Ästen. Also sowas gefällt mir einfach und ich kann mir das sehr gut hier drin vorstellen. Ja, ist halt original, gell? Ja, so wie der Hof original ist, so darf das auch sein. Ja, tatsächlich. Ja? Super. Zurück in der Werkstatt. Als erstes bauen sie das massive Bett aus ganzen Balken. Sie sind aus handgehacktem Holz, das Zimmerleute früher mit der Axt geschlagen haben. Gerade Schnitte gibt es nicht.
Die Optik ist organisch und macht das Verarbeiten schwerer. Trotzdem liebt Marvin Degen diesen speziellen Rohstoff. Jetzt ist erstmal das Wichtigste, den ganzen Dreck runterzubekommen, zu sehen, okay, wie kommt der Balken raus? Ist es jetzt, sage ich mal, eher ein bisschen der hellere Farbton, eher ein bisschen der dunklere? Da gibt es welche, die werden schon eher so Richtung hell-weißlich, andere sind bräunlich und andere haben dann so einen guten Mittelton. Wenn man ein bisschen vorsichtiger ist, dann bleibt er vielleicht noch ein bisschen kräftiger. Wenn man da jetzt aber, sage ich mal, noch 10, 15 Minuten länger drüber bürstet, dann kommt er auch noch mal ein bisschen heller raus. Und so probiere ich dann einfach die Balken aneinander auch anzugleichen, dass wir nachher nicht ein Schachbrett haben, sondern dass da wirklich alle Balken auch ein bisschen schön zueinander passen und es ein stimmiges Bild gibt. Das ist das Schöne an der Arbeit, weil du sehr individuell arbeitest. Du musst immer schauen, mit welchen Voraussetzungen arbeite ich hier. Ist der Balken schön gerade, ist der krumm, hat der Vertiefungen, ist der eher, sage ich mal, rustikal. Und das sind halt einfach alles Sachen, die das so ein bisschen einzigartig und speziell machen. Wo wir halt auch darauf achten, dass wir das nicht abhobeln oder wegschleifen, sondern dass wir es eher sichtbar lassen, weil der Balken ja eben seine Geschichte hat, die man ihm auch ansehen darf und die wir jetzt nicht verstecken brauchen. Das Bett wird zusammengesetzt wie ein Bilderrahmen. In der Fachsprache wird diese Technik Gärungsverbindung genannt. 17 cm Balken, ist mir die Hälfte bei 8,5 cm. Und die nehme ich mir jetzt und tue die mir hier anreißen mit der Wasserwaage. Das mache ich dann auf der gegenüberliegenden Seite auch so, dass die einfach parallel zueinander verlaufen und nicht, sage ich mal, beim Zusammenbauen dann verlaufen und dann das Bett nachher nicht gut dasteht. Die ersten Schnitte macht Marvin mit der Kettensäge. Das wirkt grob, ist aber bei einem Bett aus Altholz durchaus effizient. Ich nehme jetzt hier meinen Schnitt, habe mir meine genauen Maße angezeichnet, säge aber gewollt immer noch leicht neben dem Strich, dass ich einfach noch nachher ein bisschen Fleisch habe, was ich wegnehmen kann. Das mache ich dann später alles mit dem groben Schleifer, auf dem Winkelschleifer, um da einfach die Feinheit wegzunehmen, weil dafür ist die Kettensäge einfach nicht genau genug. Hey. Hat Diego, der Werkstatthund, etwa ein Problem mit der Kettensäge? Guck, am Maul da schon. Alles gut. Auf den Platz. Fein. Jedes Balkenbett ist ein Unikat. Mal sind die Balken dünner, mal dicker, mal heller, mal dunkler. In jedem Falle rustikal und original aus dem Schwarzwald. So, dann nehme ich mir einfach den rechten Balken, setze den schon mal auf. So. Das gleiche auf der linken Seite. Und so entsteht nach und nach der Rahmen für das Balkenbett. Zusammengehalten werden die einzelnen Eckverbindungen mit einem Stabdübel. Bei der Endmontage wird das Bett nur noch zusammengehämmert. Wir wollen das Holz ja so halten, wie es ist. Heißt, wir könnten uns das ja auch einfach machen und das von allen Seiten, 4 Seiten
winklig hobeln und schleifen und dann einfach wieder ein bisschen bürsten, dann sieht es wieder alt aus und dann ist schön und gut. Nee, weil das wäre genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen den Balken so nehmen, wie er ist. Heißt, von der Form, von der Struktur, von der Farbe, da probieren wir den möglichst authentisch zu lassen. Und da ist dann einfach meine Aufgabe zu schauen, was kann ich mit dem Balken machen. Gerade beim Altholz war man halt nicht dieses klassische, du hast halt ein rechtwinkliges Brett und kannst dir deine Maße anzeichnen, sondern du musst dich halt wirklich rantasten, du musst dich vorsichtig da an jede Eckverbindung rangehen. Man kann die sich nicht perfekt anzeichnen und sägt die super gut aus und das passt und man ist zufrieden und geht nach Hause, sondern man fängt halt irgendwo klein an, lässt da mal noch 5 mm stehen, sieht schon, okay, der Balken ist in die Richtung schräg und das ist dann auch viel Erfahrung einfach. So ist jedes Bett ja ein Unikat, auch für mich zum Bauen, nicht nur für den Kunden, sondern für mich ist jedes Bett wieder eine neue Herausforderung, weil man sich einfach nicht auf ein Schema F fokussieren kann, sondern man muss mit dem Holz immer interagieren und immer was Besonderes und was Einzigartiges machen. Zum Schluss veredelt Marvin die Balken mit Bienenwachs. Das Wachs schützt das Holz vor Schmutz und Feuchtigkeit. Die passenden Nachttische fürs Schwarzwaldzimmer im Bauernhof sind auch aus Altholz mit Holzverzinkungen. Das macht sie besonders stabil und langlebig. Die Verzinkung der einzelnen Bretter wird durch sogenannte Schwalbenschwänze hergestellt. Danny Grätz markiert sich mit dem Bleistift seine Risse. Mit dem Cuttermesser ritzt er die Risse an, damit die Säge von Beginn an eine gute Führung hat. Guter Trick. Also in dem Bereich, wo die Kreuze sind, das sind ja die Bereiche von unseren Schwalbenschwänzen. Und säge man hier immer links neben dem Strich den halben Riss weg und auf der Seite rechts neben dem Riss auch halbe Strichstärke. So damit unsere Säge im Prinzip im Verschnitt drin läuft, weil genau das ja unser Maß ist, das wir uns vorhin eingezeichnet haben, was wir brauchen. Würde mir jetzt auf dem Riss direkt drauf säge, hätten wir schon einen halben Millimeter, wo das später eben nicht passen würde. Von daher müssen wir hier ganz genau arbeiten und haben uns deswegen auch mit dem Cuttermesser wie eine kleine Kerbe schon vorgegeben, wo dann später auch unsere Säge leichter nachläuft, genau in diesem Riss entlang. Das heißt, wir müssen noch die Tiefe beachten. Das ja halb verdeckt ist, dürfen wir nur bis zu dieser Kante sägen. Und so ist es aber einfacher, nach unten zu fluchten. Und halt immer auf beide Seiten kontrollieren, wo ist der Riss, wo muss ich dann wirklich aufhören. Wir machen das alles immer erst von einer Seite. Für das Sägen der Schwalbenschwänze benutzt Danny eine Japansäge. Die hat ein extrem schmales Sägeblatt. Perfekt geeignet für einen besonders feinen Sägeschnitt. Das Ausstemmen mit Stemmeisen erfordert höchste Konzentration und einen scharfen Blick. Einmal zu viel ausgestemmt, kann man wieder von vorn anfangen. Echte Handarbeit, die Zeit und Geduld braucht.
Beim Sägen und Stemmen von altem Holz ist viel Fingerspitzengefühl gefragt. Altholz kann schneller ausreißen als klassisches Holz für den Möbelbau. Span für Span stemmt er langsam heraus. Am Anfang nutzt man die Stemmeise, die quasi hinter die Breite hat von diesem Zinke. So ungefähr, je nach Aufteilung wie das ist, muss ich das Stemmeise wählen. Dann stemmen wir erst leicht ein, klopfen es leicht, machen dann von hinten diesen Span raus und da sich das nach vorne verjüngt, muss ich dann irgendwann, wenn wir quasi eine saubere Kante haben, kann man von vorne mit einem schmaleren Stemmeisen wiederum das Ganze nach hinten ausstemmen, dass man es rausnehmen kann. Und nehmen wir halt nicht eins, das genauso breit ist, weil in dem Fall, wie man sieht, das passt zwar rein, aber schwer. Das heißt, wenn wir uns verdrehen würden wir quasi uns die Kante hier später verdrücken, was man dann wieder im Endprodukt sehen wird, dass es einfach keine scharfe Kante ist. Und so macht er das stundenlang. Schwalbenschwanzverbindungen lassen sich auch mit Schablonen maschinell herstellen. Bei Altholz ist das aber nicht so einfach möglich, denn es hat seine Tücken. Mit der Maschine habe ich halt meine bestimmte Drehzahl, mit der fahre ich halt da rein. Und wenn ich halt in dem Bereich genau auf einen Riss oder einen Ast käme, wenn jetzt doch einer da wäre, dann wird mir das Material halt zerspringen sozusagen oder vielleicht brechen. Und genau, von daher zinken wir es mit der Hand. Und das ist auch das, was natürlich ein Mords Spaß macht und auch jedes Mal irgendwie eine Herausforderung ist, ob es passt. Und dann würde man schon mal die erste Seite testen. Gerade anklopfen, um zu schauen, ob das passt. Dass wir später sicher sind beim Verleimen. Genau, in so Fall würde das dann so kommen und aussehen. Der zweite Nachttisch hat keine Schublade, dafür aber eine offene Verzinkung. Bei dieser Verzinkung stehen die Schwalben leicht über, um einen Designeffekt zu erzeugen. Jeder Schnitt ist einfach individuell, jedes Teil, jeder Nachttisch ist individuell, der irgendwo ist. Jedes Holz, das man bearbeitet und verleimt dafür, ist halt rissig, es hat Äste drin. Ja, was es schwierig machen wird, mit einer Maschine auch reinzufahren, um diese Zinkungen auszuarbeiten. Da muss man halt eher vorsichtig mit der Hand vorgehen, also beim Stemmen wie beim Sägen. Die Holzauswahl, die man halt vorneweg hat, dass man ein umlaufendes Bild hat, das dem Ganzen dann eben den Charme gibt von Altholz. Die Schwalbenschwanzverbindung ist eine der ältesten Holzverbindungen überhaupt. Die ersten Exemplare finden sich bei altägyptischen Möbeln. Sind die Verzinkungen fertig, werden sie verleimt und festgeschlagen. Es passt oder es passt nicht. Und es ist halt auch immer sehr spannend, immer wieder auch für mich, weil natürlich viel Arbeit drin steckt und viel Herzblut in so einem kleinen Nachttischchen irgendwo. Aber ja, genau, da legen wir dann Wert drauf, jeder von uns, dass die Geschichte dann auch
schön aussieht und passt. Zum Schluss presst Danny den Nachttisch mit Schraubzwingen fest, damit der Leim ordentlich trocknen kann. Und zwischendurch kommt eine Ladung frisches Altholz. Heute gleich ein ganzer LKW, vollgepackt mit dicken, jahrhundertealten Balken. Der hier hat natürlich am Ende eine starke Krümmung, aber... Ja, dann gibt es halt einen Rundertisch, das ist okay. Ja, ist auch gut. Kein Thema. Die unteren auf jeden Fall. Der lag halt noch dabei. Ja, okay. Genau. Wir haben die schonend ausgebaut, ja. Möglichst gut erhalten. Geil. Wir können auch gerne mal rumgehen. Da hinten ist ein sehr mächtiger. Oh ja. Ja, ja. Das ist wirklich Prachtexemplar. Hier der hat einzelne Löcher drin, aber in der Dimension sehr selten. Wahnsinn. Geil, wirklich. Da kriegt man was Schönes raus. Altholz hat eigentlich nur den Marktwert von Brennholz. Ja, da sind wir froh, dass das Material weiterverwertet werden kann und auch wieder als Baustoff dienen kann. Und nicht, sonst würde es in einen Container gehen und wird verbrannt. Und das wäre schade drum. Zu schade für die Öfen, aber perfekt für einen offenen Kleiderschrank für die Ferienwohnung. An den macht sich Max jetzt ran. Dafür muss der Schreiner die Bretter zunächst auf eine gleichmäßige Stärke hobeln. Was man prinzipiell ja unter Altholz versteht, ist ja diese nachgealterte Oberfläche. Was wir jetzt hier machen, ist wirklich aus Gebälk Schnittware zu sägen. Und dann fängt in dem Sinne eigentlich die klassische Schreinerarbeit an. Jedes Altholz hat seine Geschichte. Dieses hier ist etwas ganz Besonderes. Die Balken stammen aus dem Mittelalter. Ja, das ist eines der ältesten Hölzer, mit denen wir tatsächlich schon gearbeitet haben. Kommt aus der historischen Mühle in Kappel-Grafenhausen und die ist 1430 gebaut. Verrückt. Und das waren riesige Balken und die haben wir komplett einsägen lassen und arbeiten seit knapp einem halben Jahr Kleiderschränke und Regalmodule da draus. Mehrere Bretter müssen für den Kleiderschrank verleimt werden. Und damit das krumme Altholz überhaupt verleimt werden kann, muss es gefügt werden. Heißt, die Bretter brauchen eine glatte Schnittkante. Altholz zu verleimen ist nicht einfach. Nicht alle Bretter passen zueinander und ergeben das gewünschte Maß für den Kleiderschrank. Die Auswahl des Holzes ist daher einer der wichtigsten Prozesse vor der Weiterverarbeitung. Jetzt habe ich die ausgehobelten Platten schon gefügt, um sie zu kontrollieren, wie sie liegen. So können wir sie noch nicht verleimen. Zum einen mache ich noch mal meinen Kontrollgriff bei 45 cm. Ja, hier wäre es in Ordnung. Hier hinten allerdings, ja, ist ganz schön viel Luft in der Platte, quasi. Da habe ich auch, bin komplett unter Maß. Gott sei Dank ist es aber so, wenn wir hier aufs Stirnholz gucken, dass wir es so rum gar nicht verleimen können. Wir haben einmal Jahresringe, die so rumlaufen und hier auch. Also einmal so und einmal so. Platten sind deutlich verzugsfester, wenn man sie gegen verleimt. Also wenn jetzt da die Jahrringe in die Richtung laufen würden und im anderen Brett so, dann würden sie sich einfach deutlich besser versperren in der Arbeitsrichtung und würden sich einfach nicht schüsseln über die Zeit. Das heißt, wir
drehen jetzt eine Platte um, und zwar die hintere. Jetzt haben wir eben eine entgegengesetzte Jahrringstruktur und haben vielleicht auch das breite Ende so rumgedreht, dass wir bei unseren 45 cm rauskommen. Beim Verleimen muss man schnell sein, denn Leim hat eine kurze Presszeit. Juti. Und ab damit. Zum Leimen werden die einzelnen Bretter mit Zulagen zusammengespannt. Ja, ein Leim hat eine gewisse Presszeit. Je nach Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit sprechen wir da circa über 10, 15 Minuten. Also im Sommer muss man richtig flott sein. Im Winter jetzt kann man sich wahrscheinlich eine Minute mehr Zeit lassen. Bedeutet aber trotzdem, wenn diese Leimzeit überschritten ist, dann presst auch der Leim nicht mehr so heftig. Bis der Leim vollständig angezogen hat und die Bretter fest verbindet, dauert es mehrere Stunden. Max sägt die verleimten Bretter auf Maß. Seitenwände, Deckel, Böden und Regalböden sind jetzt innen glatt, haben aber außen noch die charakteristische ungehobelte Altholzoptik. Der Schrank wird gedübelt und verleimt. Klassische Schreinerarbeit mit Holzdübeln aus Buche. Kollege Danny hilft, damit es schneller geht und die Presszeit des Leims nicht überschritten wird. Auch da haben wir eine Presszeit vom Leim, deswegen müssen wir uns da jetzt auch echt beeilen. Ich sag mal 10, 15 Minuten, dann muss das Ding einfach stehen. Jetzt müssen wir hier die zweite Seite hier einfädeln. Schauen, dass alle Löcher passen. Fangen unten an und dann geht der Danny ganz langsam runter, dass ich mit jedem einzelnen... Kannst du runter? Ein bisschen weiter. Ich kann nicht runter, sonst hebel ich den. Genau. Ja. Ja, wir setzen unter die Zwingenzulagen, dass wir jetzt keine Abdruckspuren auf den schönen Möbeln hinterher haben. So. Jetzt sieht das schon ziemlich gut aus. Das erste Modul des Schranks ist fertig. Das zweite wird in gleicher Bauweise hergestellt, erhält jedoch eine Kleiderstange. Okay. Tipptopp. Damit das Ferienzimmer den richtigen Schwarzwald-Look bekommt, bauen die Schreiner eine Wandverkleidung aus Altholz. Eine Wand mit Geschichte sozusagen. Für den Bau benutzen Max und sein Team die Außenlage der Balken, also die gealterte Oberfläche.
Die charakteristische Altholzoptik ist ja die Außenlage vom Balken. Das, was halt schon nachgewittert ist, wo der Farbton einfach ein ganz anderer ist, wo die Struktur drin ist, die wollen wir auch hauptsächlich haben. Der Klassiker ist die handgehackte Oberfläche für auch Wandverkleidungen, um eben diesen, ich sage jetzt mal, Almhüttenstil wirklich ganz einfach hinzubekommen. Hier hat man noch die Zapfenlöcher drin oder Bereiche, wo man eben mit dem Stemmeisen und mit der Zange eben die Nägel gezogen hat. Das ist alles in Ordnung, das darf man alles sehen. Für jetzt die Wandverkleidung werden wir wahrscheinlich bei der Diele eben den Bereich hier brauchen. Wenn man jetzt krasse Löcher in der Wand hätte, in der Wandverkleidung, das wäre eher ein bisschen unattraktiv. So krass sind wir dann auch nicht drauf. Das heißt, wir müssen aber trotzdem die ganze Diele erstmal vorrichten und dann eben den Bereich raussägen, den wir verwenden wollen. Max schickt die zugesägten Bretter für die Wandverkleidung durch die Bürstmaschine. So werden Schmutz, Späne und Spreißel entfernt. Die Wandverkleidung ist der letzte Baustein für das Ferienzimmer auf dem Schwarzwaldhof, der in der Schreinerei gefertigt wurde. Jetzt geht es auf Montage vor Ort. Während Danny die Unterkonstruktion für die Wandverkleidung vorbereitet, sägt Max schon die ersten Bretter zu. Bei der Wandverkleidung muss man darauf achten, dass man einfach eine saubere Unterkonstruktion hat, dass man eine plane Wandfläche hat. Die haben wir jetzt vorbereitet und jetzt geht es an die einzelnen Brettel, die so einzupassen und zuzusägen, dass wir die an die Wand bringen können. Wir haben gemerkt, wenn wir auf so kleinen Baustellen sind, in kleinen Räumen, dann ist es viel angenehmer, mit einer Handmaschine zu arbeiten. Das heißt, ich kann die Säge hier einfach in die Hand nehmen, säge mir jetzt wirklich die einzelnen Brettle so runter, reiche sie rüber und der Danny passt sie ein und ich habe immer Hände frei. Setze die Säge hier an. Bitte. Und weiter geht's. Um ein abwechslungsreiches Wandbild hinzubekommen, benutzen sie abwechselnd schmale und breite Bretter. In dem Fall auch wieder ein etwas breiteres. Also wir fixieren im Prinzip erst die Gärung. Sieht man auch, dass es hier auch ein leichter Überstand ist. Das liegt halt auch an der Kante, wenn das gesägt wird, hat man im Prinzip immer auch ein bisschen einen Verlauf. Das wird später aber komplett über die Kante halt auch noch gebrochen bzw. verschliffen, dass wenn man die Tür aufmacht und rein und raus geht und hier dran vorbeiläuft, dass man sich halt nicht verletzt. Und was sagt die Hausherrin? Also ich finde die Struktur toll, dieses Unregelmäßige und auch, dass man das Leben sieht des Holzes, dass Äste drin sind, das gefällt mir sehr gut. Max, das wird. Gut. Man sieht halt schon jetzt so, wie es halt ganz vorher war, wie man es früher gemacht hat oder früher verschalt hat und wie wir jetzt einfach komplett drüber gehen. Jetzt sieht es echt noch aus wie Kraut und Rüben, aber das gibt sich jetzt relativ flott, wenn wir jetzt einfach da auch hochschießen können. In einer halben Stunde sind wir fertig mit der Wand.
Man sieht einfach immer so am Ende vom Tag so sein Tagwerk, einfach was man gemacht hat. Und das ist einfach was, das befriedigt mich selbst, weil ich sage, hey, ich habe heute wieder was geschaffen, das war cool. Oder ein Projekt beim Kunde, wo sich das halt eben alles zusammenfügt, ja, wo wir halt dann einen Raum gestaltet haben, wo wir die Wandverschalung angebracht haben. Und du siehst dann, wie alles zusammengefügt wird. Jo. Kommst du rein? Das ist einfach das Tolle an dem Beruf. Das macht mir persönlich einfach super viel Spaß und finde es auch ganz toll. Bist du ganz dran? Jo. Muss ich nur gerade noch die Stößel finden. Und schon bringt Max das letzte Puzzleteil der Altholzverkleidung an die Wand. Geschafft. Ah, fein. Zwei Wände sind mit Altholz verschalt. Und das bleibt auch so. Das dunkle Altholz kommt nur durch Kontrast richtig zur Geltung. Es lebt immer auch von der weißen Ausgleichsfläche. Also wenn man jetzt, so schön ich es auch finde, wenn man alle 4 Wände deckend Boden so machen würde, hättest du am Ende eine ungemütliche Holzkiste. Es soll ja trotzdem moderne Akzente schaffen mit traditioneller Verarbeitungsweise. Und außerdem machen die Möbel den Raum erst richtig wohnlich. Das selber aufarbeiten, das Entnageln. Wir wollen die Materialien von Anfang an in der Hand haben, weil dann haben wir einen Bezug dazu und dann können wir natürlich auch der Kundschaft den Bezug so vermitteln. Und das ist ja auch das, warum wir das weiterleben müssen und wollen. Ich würde sagen, ist fest. Als hätte es einer ausmessen, ne? Ja, Mensch. Mega. Ein ganz anderer Raum. Oder? Ja, mega. Ja, was für eine Verwandlung. Ja, absolut. Das ist das, was ich wohl so Schwarzwaldzimmer. Ja, hat riesig Spaß gemacht. Das freut mich. Zum Schluss noch Dannys gezinkte Nachttische. Und das Werk ist getan. Ein neues Ferienzimmer aus altem Holz. Nachhaltig und regional. Also selbst für uns, die wir jeden Tag damit arbeiten, mit so einem furchtbar alten Material, ist es immer noch jedes Mal was Besonderes. Und man ist natürlich irgendwo auch, ohne das plattreden zu wollen, aber man ist trotzdem ehrfürchtig, weil man sich Gedanken darüber macht. Wahnsinn, wie lange so ein Haus gestanden hat, wie viele Generationen von Menschen da durchgegangen sind. Und wir bauen da neue Möbel draus und bauen da eine neue Ausstattung oder Einrichtung für neue Menschen. Verrückt, wirklich verrückt. Fasziniert dich Handwerkskunst genauso wie uns? Dann jetzt den Kanal abonnieren und keine Folge verpassen.